Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Mein Name ist Swantje und ich freue mich riesig, dass du dabei bist und dass du mit mir gemeinsam heute auf der Matte bist. Und mein Impuls eben war, ich glaube, heute ist ein Tag, wo es nicht viele Worte braucht, sondern wo wir direkt in die Praxis starten. Und bei Yoga-Praxis und allen anderen Geschichten mit Körperarbeit und Atem ist es immer so, dass wir darüber ganz viel hören können und mit unserem Geist verstehen können, aber dass wir die Praxis wirklich nur erleben und die Effekte, wenn wir aktiv werden und das auch praktizieren. Und habe dafür super gerne 2 Blöcke da oder 2 dicke Bücher, die werden wir später wahrscheinlich brauchen. Und dann finde hier einmal in deinen bequemen, aufrechten Sitz. Schau, dass du dich noch mal ein bisschen zurechtruckelst. Vielleicht ziehst du das Muskelfleisch unter deinen Sitzbeinhöckern noch mal so ein bisschen nach hinten weg. Rollst die Schultern noch mal zu den Ohren hoch, sodass da Raum entstehen kann bei dir im Brustkorb. Findest einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß. Und dann lass deinen Blick hier weich werden oder deine Augen sich ganz schließen. Und dann lass uns beginnen mit 3 tiefen gemeinsamen Atemzügen. Atme tief ein durch deine Nase, füll deinen Bauch, deinen Brustkorb ganz mit neuer Luft. Kurzes Halten am höchsten Punkt. Atme lösend aus durch deinen Mund. Mit einem Seufzer, mit Geräusch. Tief ein durch deine Nase. Lösend aus. Lass diese Vibrationen deine Wirbelsäule, dein Nervensystem hinunterrieseln. Tief ein durch deine Nase. Atme noch ein bisschen mehr Luft ein. Und noch ein bisschen mehr. Füll dich ganz. Und dann halte hier in dieser Pause, in dieser Fülle des Einatems. Erlaube deinen Schultern weich zu werden, Bauch und Beckenboden ganz entspannt und gelöst. Kiefer und Stirn weich. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Und für einen Moment finde in deinen ganz natürlichen Atemrhythmus zurück. Wahr, wie dein Einatmen tief in deinen Bauch sinkt, ganz von alleine. Wie bei deinem natürlich kommenden Ausatmen deine Bauchdecke etwas näher zur Wirbelsäule, zur Körpermitte zurückkommt. Nimm einmal wahr, wie bist du jetzt gerade hier? Welche Empfindungen, welche Gedanken, welche Emotionen vielleicht auch sind gerade jetzt ganz lebendig, ganz präsent. Beginn deinen Atem langsam tiefer werden zu lassen. Übernimm die Kontrolle, lass tiefe Einatemzüge in deinen Bauch kommen, vollständige Ausatemzüge. Wenn es dich unterstützt, kannst du dazu auch deine Hand auf deinen Bauch legen, so knapp unterhalb des Bauchnabels. Und wirklich spüren, dass du in deine Hand und in deinen Bauch hineinatmest. Und dann atme nochmal tief ein. Und ganz lösend aus, lass die Hände rechts und links neben dir Richtung Erde sinken, Kinn zum Brustkorb. Und der Einatmen lässt den Blick vielleicht noch hinter geschlossenen Augen zur Decke kommen. Und ausatmen, Kinn wieder zum Brustkorb. Ein ganz langsames Starten hier mit der Bewegung, macht es in deinem Atemrhythmus. Der Einatmen hebt deinen Kopf. Der Ausatmen lässt dein Kinn zum Brustkorb kommen. Und schau mal, wie diese erste Bewegung sich heute anfühlt. Wenn du sie ganz bewusst machst, wie sich die Vorderseite deiner Kehle dehnt mit dem Einatmen, die Rückseite deines Nackens Streckung erfährt mit dem Ausatmen. Und dann komm mit dem nächsten Einatmen wieder neutral und ausatmen, lass den Blick einmal über deine rechte Schulter gehen.
Kinn parallel zur Erde. Einatmen, Blick nach vorne. Ausatmen, Blick nach links. Jetzt würdest du so ein Nein-Schütteln machen. Mach das in deinem Atemrhythmus weiter. Der Einatmen bringt dich immer wieder zur Mitte. Der Ausatmen zur Seite. Nimm auch mal wahr, wie groß ist hier dein Bewegungsradius im Nacken heute. Gut, und dann komm mit dem Einatmen wieder zur Mitte, atme hier aus. Nächster Einatmen, lass deine Arme weit nach oben Richtung Decke kommen. Und ausatmen, sammel dich ein, zentriere dich vor deinem Herzen mit den Daumen vom Brustbein. Noch zweimal so der Einatmen, nimm ganz viel Raum ein. Vielleicht geht dein Blick auch zu deinen Fingerspitzen nach oben. Und ausatmen, lass die Daumen sinken vor dein Herz. Noch einmal so einatmen, streck dich. Und ausatmen, sammel dich ein. Dann roll von hier einmal über deine Knie nach vorne in einen Vierfüßlerstand. Du kannst dir gerne was unter deine Knie bringen. Bring aber die Hände unter die Schultern, die Knie unter deine Hüften. Komm in deinen Vierfüßlerstand. Wenn dir warm ist oder die Kleidung stört, dann kannst du die ausziehen. Und dann lass hier mit dem Einatmen einmal Bauch und Brustkorb nach unten sinken in die Dehnung der Körpervorderseite. Und ausatmen beim Steißbein beginnend rundest du in eine Katze. Mach das in deinem Atemrhythmus. Genauso wie eben mit der Auf- und Abbewegung deines Nackens. Auch hier erstmal eincheckend, wie dein Körper heute ist. Wie deine Wirbelsäule, dein Rücken, dein Brustkorb sich heute anfühlen. Wunderbar. Noch einmal ausatmend in die Runde. Und dann lass mit dem nächsten Einatmen Bauch und Brustkorb sinken und beginn Kreise über eine Seite zu drehen. Wieder ausatmend hoch in die Katze und einatmend über die andere Seite nach unten, als würdest du so ein Fass oder so eine Schale von innen auf. Ob du heute diese Bewegung vielleicht mehr von deinem Brustkorb ausgehen lassen kannst, von deinem Herzraum. Der Kopf, die Ellenbogen, die Arme können mit in die Bewegung kommen, können mitspielen. Und wenn da der Impuls für dich kommt, dann lass diese Kreise in die andere Richtung gehen. Dein Atem führt diese Bewegung. Noch eine letzte Runde und wir treffen uns wieder in der Mitte. Und von hier bringen wir große Zehen zueinander, Knie, Matten weit, lass deinen Po Richtung Fersen sinken. Hände weit nach vorne und komm immer auf die Fingerspitzen, sodass die Unterarme und die Ellenbogen nicht auf der Matte sind, sondern in der Luft. Und da kann auch hier ein Block unter deine Stirn kommen, wenn die Erde ein bisschen höher kommen darf. Oder deine Stirn ist auf der Erde. Und dann roll hier gern die Stirn auf dem Block oder auf der Erde, so ein bisschen von links nach rechts. Lass abwechselnd linke und rechte Achselhöhle näher zur Erde kommen. Eieiei. Da kitzelt es Staub in der Nase. Nimm hier auch deine Hüften wahr. Wie sind deine Beine? Wie sind deine Arme? Noch ein paar Atemzüge so. Tief in deinen Bauch hinein. Aber auch in die Rückseite deines Herzens, in den Bereich zwischen deinen Schulterblättern, kannst du auch hierhin einatmen. Da Raum kreieren. Den Brustkorb, den Herzraum ein bisschen ausweiten, ausdehnen, ganz sanft, ohne Druck, ohne Pressen. Und jederzeit tiefere Ausatemzüge sind willkommen, seufzen. Noch ein Ausatmen hier. Dann roll dich wie eine Welle nach oben wieder zurück in den Vierfüßlerstand. Bring die Knie nah zueinander, die großen Zehen berühren sich, stülp einmal die Zehen unter.
Und komm hier in einen Zehensitz. Und guck mal, dass der kleine Zeh mit auf die Reise mitkommt. Bei mir möchte der nämlich immer abhauen. Und dann lass mit dem Einatmen die Arme weit über die Seiten nach oben kommen. Und ausatmen, du beugst die Ellenbogen, ziehst die Schulterblätter zusammen. Hände können nach außen zeigen, die Handflächen oder nach vorne. Der Einatmen, du streckst die Arme wieder. Und ausatmen, öffnest hier wieder, schaffst Raum im Brustkorb zwischen den Schulterblättern. Einatmen, strecken. Ich weiß, die Füße melden sich vielleicht. Ausatmen. Nach hinten aus deinem Blickfeld wegziehen. Einatmen, Arme heben, Handflächen drehen zueinander. Und ausatmen, dreh die Handflächen gern zur Seite, wenn das für dich stimmig ist. Und öffne hier. Mach das noch ein paar Mal in deinem Atemrhythmus. Und schau mal, dass deine Körpermitte aktiv bleibt, dass du hier nicht mit dem unteren Rücken ins Hohlkreuz gehst, sondern dass diese Öffnung hier wirklich aus dem Brustraum kommt. Noch einmal einatmen, die Arme steigen Richtung Decke, du streckst dich. Und ausatmen, Ellenbogen beugen, Weite im Herzen. Atme hier ein. Und dann ausatmen, lass die Arme auf Kopfhöhe nach vorne kommen, sodass die Oberarme um deinen Kopf rum sind. Und einatmen, du öffnest wieder weit. So ein bisschen wie Flügel. Ich muss mal ein Stück nach links, weil ich sonst immer mit der Wand hier kollidiere. Und du kannst schauen, ob sich die Finger dabei ineinander verschränken, wenn du ausatmest. Oder ob die Fingerspitzen sich berühren. Und du schaust mit dem Blick zum Bauchnabelkinn, zum Brustkorb, wenn du ausatmest. Und einatmet, dein Blick kann Richtung Decke kommen. Sodass du hier wieder die ganze Wirbelsäule mit einlädst in die Bewegung. Es kann auch richtig so wellenförmig werden. Finde da deinen eigenen Flow. Deinen eigenen Ausdruck, so wie dein Körper sich heute hier ausdrücken möchte. Und noch einmal ausatmen. Hier ein letztes Weitwerden, sich öffnen. Und diesmal ausatmen, lass deine Arme sich überkreuzen. Die rechte Hand kann auf deine linke Schulter kommen, die linke Hand in deine rechte Achselhöhle oder unter deinen rechten Arm, sodass du dich hier selbst umarmst für einen Moment. Dreh mich einmal nach vorne, sodass du besser gucken kannst. Und dann halte ich hier für einen Moment noch in dieser eigenen Umarmung. Vielleicht schiebst du auch deine Fingerspitzen hinten unter deine Schulterblätter, sodass du dir so eine kleine Massage geben kannst. Und wahrscheinlich melden sich langsam deine Zehen. Vielleicht haben sie es auch schon getan. Du denkst ja, wie lange bleiben wir noch im Zehensitz? Atme hier aus. Nächster Einatmen, öffne die Arme nochmal weit. Ausatmen, Hände unter deine Schultern, bring die Fußrücken in die Matte und klopf einmal richtig schön aus. Gut. Und dann von hier setz dich einmal auf deine Ferse zurück. Atme ein, heb die Arme und ausatmen. Lass die Hände im unteren Rücken ineinander kommen. Falte sie ineinander. Lass gerne den Zeigefinger, beide Zeigefinger ausgestreckt. Und zieh die Schulterblätter zum Öffnen, hier nochmal Brustkorb und Schulterbereich. Tiefe Atemzüge. Saug sanft deinen Nabel Richtung Körpermitte. Setz auch ein leichtes Mula Bandha, also die Aktivierung vom Wurzelverschluss im Beckenboden, sodass du eine stabile Basis hast und auch hier die Öffnung wieder aus dem Brustkorb kommt. Atme noch einmal ein. Mit dem Ausatmen löst ganz sanft, schüttel gerne die Hände ein bisschen aus. Nächster Einatmen, lass die Arme über vorne nach oben kommen. Und ausatmen, dreh dich nach rechts. Lass die linke Hand an die Außenseite vom rechten Oberschenkel kommen, die rechten Fingerspitzen hinter dich. Blick über die hintere Schulter zurück oder über dein Brustbein. Atme ein, heb die Arme wieder, dreh dich zur Mitte auf. Ausatmen, Drehung zur anderen Seite. Rechte Hand an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Linke Fingerspitzen stellen hinter dir auf. Einatmen, du kommst wieder über vorne. Und ausatmen, Twist nach rechts. Mach das noch ein paar Mal in deinem Atemrhythmus im Wechsel.
Das nächste Mal, wenn du nach rechts gedreht bist, dann bleib hier für etwa 5 Atemzüge und lass mit jedem Einatmen deine Wirbelsäule nochmal lang werden. Mit dem Ausatmen zieht sanft dein Nabel zur Körpermitte und du bleibst in der Drehung. Jeder Einatmen schafft Raum zwischen den Wirbeln deiner Wirbelsäule und jeder Ausatmen, du bleibst in der Drehung. Noch einmal tief ein. Bleib für den Ausatmen. Nächster Einatmen dreht dich wieder zur Mitte und Ausatmen, Drehung nach links. Und du bleibst auch hier 5 Atemzüge. Kinn über deine Brustbeine ausgerichtet. Oder wenn dein Nacken das okay findet, schau über die hintere Schulter. Lass trotzdem das Kinn parallel zur Erde sein. Den Nacken lang. Atme aus. Nächster Einatmen bringt dich wieder zur Mitte. Und ausatmen, Hände kommen in die Matte, ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen breiter auseinander, stülpt die Zehen unter. Und da ist ein herabschauender Hund, der auf uns wartet. Schiebt den Po Richtung Fersenpress in die Erde. Und die Fersen müssen nie auf der Erde ankommen, die wollen dahin. Knie so weit gebeugt, dass dein Rücken hier lang bleiben kann. Du schiebst dich aus der Matte mit den Händen raus, alle Handbestandteile der Handballen, die Fingergrundgelenke, die Fingerspitzen sind gut in die Erde gepresst. Und du kannst deinen Hund hier gerne ein bisschen auslaufen, abwechselnd rechtes und linkes Knie beugen, die Hüften so ein bisschen von rechts nach links gehen lassen. Super gut. Komm für einen Moment nochmal zur Stille, ohne die Hände zu bewegen. Versuch mal die Ellenbogen weiter Richtung Erde zu drehen, sodass eine Außenrotation deiner Oberarme passiert. Und ich rutsche heute auf meiner Matte ein bisschen. Lass die Knie satt gebeugt und Steißbein möchte sich Richtung Decke schieben, möchte der höchste Punkt werden. Lass den Kopf, den Nacken nochmal ganz schwer werden. Schüttel ihn ein bisschen aus. Ja, ja, nein, nein. Noch ein tiefer Atemzug ein. Und ganz lösend aus. Und dann ganz langsam von hier, Achtung, wandere mit deinen Händen zum Ende deiner Matte zu deinen Füßen zurück, sodass du am Ende deiner Matte in eine Vorwärtsbeuge kommst. Lass die Knie hier weich, sodass Bauch und Oberschenkel zueinander kommen können. Und dann atme aus. Nächster Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Noch zweimal so. Der Einatmen lässt deinen Rücken parallel zur Erde kommen. Du bringst die Hände auf die Oberschenkel oder auf die Schienbeine, Arme nah am Oberkörper. Und ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Einatmet, halbe Vorwärtsbeuge, Adha Uttanasana, zieh die Schulterblätter zusammen, Körpermitte aktiv. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Noch einmal hier die halbe Vorwärtsbeuge. Bring einmal die Hände in den unteren Rücken, falte sie wieder ineinander. Mit dem Ausatmen lässt du dich nach vorne in die Vorwärtsbeuge sinken und die Arme, die Hände über deinen Kopf fallen. Alternativ kannst du die Hände auch in den unteren Rücken bringen und die Ellenbogen beugen. Aber egal, wo du bist, zieh nochmal die Schulterblätter zusammen. Zieh die Schultern sanft von den Ohren weg. Spür die Öffnung im Schulterbereich. Und wenn du hier mehr möchtest, dann kannst du beginnen, abwechselnd linkes und rechtes Knie zu beugen und zu strecken. So wie wenn du sonst auf deinen Hund ausläufst, den herabschauenden. Das gleiche hier. Okay, atme noch einmal ein. Lösend aus. Mit dem Einatmen heb dich mit dem Oberkörper eine halbe Vorwärtsbeuge, löst die Hände, ausatmend. Bring die Hände wieder unter dich und krabbel mit deinen Händen zurück in den herabschauenden Hund nach vorne. Atme hier tief ein und aus.
Dann lass mit dem nächsten Einatmen deine Knie zur Erde kommen. Setz dich nochmal entweder in den Zehensitz mit den Zehen untergestülpt oder in einen Fersensitz hier. Und dann roll nochmal die Schultern ein paar Mal hoch zu den Ohren und zurück. Große Kreise mit den Schultern in Verbindung mit deinem Atem. Sehr gut. Wenn du noch auf deinen Zehenspitzen bist, im Zehensitz, komm einmal nach vorne, bring die Fußrücken in die Matte. Wenn du schon auf deinen Fersen sitzt, wunderbar, dann bleib hier. Und dann stell mal deine Fingerspitzen hinter dir auf. Du kannst auch, wenn die Erde zu weit weg ist, dir deine Blöcke nehmen und bringst da deine Fingerspitzen rauf. Rollst nochmal die Schultern zu den Ohren hoch, ziehst die Ellbogen und die Schulterblätter zueinander. Und dann kannst du hier bleiben oder du kommst noch mehr auf deine Hände, lässt deinen Kopf in den Nacken fallen, wenn das für deinen Nacken in Ordnung ist. Schiebst dein Herz weiter Richtung Decke nach oben. Körpermitte, Bauchnabel sanft aktiviert, sodass du im unteren Rücken nicht zu sehr ins Hohlkreuz rutscht. Und atmest hier in dieser Variante vom Kamel, Ustrasana. Noch ein letzter tiefer Einatmen. Mit dem Ausatmen bring dein Kinn wieder zum Brustkorb. Richte dich auf, bring gerne einmal eine Hand auf dein Herz, die andere da drüber. Nimm wahr. Bei mir ist immer so in diesen sehr intensiven Rückbeugen, wie dem Kamel. Da fängt mein Herz immer ganz doll an zu puckern. Vielleicht ist es bei dir auch so. Atme gerne nochmal tief ein durch deine Nase. Ganz lösend aus. Super. Und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand, über Kreuz einmal die Unterschenkel, sodass du dich auf deinen Po zurücksetzen kannst. Setz dich gern auf eine zusammengefaltete Decke oder leicht erhöht. Und hab einen Block oder beide Blöcke in der Nähe oder Bücher. Wenn du Bücher hast, kommt hier einmal eine weite Grätsche. Zieh gerne nochmal das Muskelfleisch unter deinem Po, unter deinen Sitzbeinhöcker nach hinten weg, sodass dein Becken so ein bisschen nach vorne kippen kann. Zieh die Zehenspitzen nach oben Richtung Decke. Und dann kommt ein Block oder beide Blöcke auf die Innenseite vom rechten Bein. Und du winkelst das linke Bein an, sodass deine linke Ferse im Schritt ist. Also gar nicht so, dass wir jetzt in Janu Shirshasana, in eine Kopf-zur-Knie-Haltung kommen, sondern du bist immer noch in dieser weiten Grätsche. Und dann, bevor du hier irgendwas machst, lehnst du dich mal zu deinem gestreckten Bein, aber nur zur Seite, ohne dass du nach vorne drehst. Und findest einen Platz für deinen rechten Unterarm und Ellenbogen. Vielleicht ist es auf dem Block, vielleicht auf dem Bein. Vielleicht baust du dir auch so ein Türmchen aus den Blöcken, wenn die Erde sehr weit weg ist. Ich nehme heute einen Block, weil sich das für meinen Körper gut anfühlt. Und dann drehst du dich hier nochmal richtig auf mit dem Brustkorb nach vorne. Du kannst auch deine Hand hier an die rechten Rippen bringen und dich hier richtig nochmal raus. Und dann nimmst du deine linke Hand, bringst sie in deine linke Flanke und lässt sie einmal hochstreichen zur Achselhöhle hinter deinem Ohr lang und über deinen Kopf. Und kommst hier in eine seitliche Dehnung. Du kannst den Arm einfach locker hängen lassen. Schau, dass er nicht vor deinem Gesicht hängt, sondern dass du hier in der seitlichen Öffnung bleibst. Du könntest auch beide Ellenbogen beugen und deine Hände ineinander gefaltet hinter deinen Kopf bringen und den Ellenbogen zur Decke schieben. Finde deine Variante. Und nutze deinen unteren Arm gern so ein bisschen als Hebel, um hier den Brustkorb weiter offen zu halten. Blick kann nach oben zum oberen Arm gehen, zur Decke. Oder nach unten zum unteren Bein. Du atmest hier. Nächster Einatmen bringt dich wieder nach oben. Du nimmst die Arme mit
und drehst dich einmal mit deinem Brustkorb, mit deinem Bauch zum gestreckten Bein. Der Block kann zur Seite kommen. Und du bleibst in dieser Ausrichtung und lehnst dich von hier nach vorne und bringst einmal beide Hände an die Außenseite von deinem gestreckten Bein. Das kann am Schienbein sein, das kann hier am Knie sein oder an der Außenseite vom Fuß. Sodass du mit deinem Bauchnabel weiterhin Richtung Bein ausgerichtet bleibst, Richtung Erde und hier so eine schöne Dehnung in der ganzen linken Flanke bekommst. Tiefe Atemzüge. Bleibst hier noch für so 3, 4 Atemzüge. Ich drehe mich nur ein bisschen, damit ich gleich nicht die Wand im Weg habe bei mir. Also nicht wundern, wenn ich gleich, wenn du hochkommst, ein bisschen anders sitze. Atme nochmal tief ein und lösend aus. Und dann richte dich auf. Bleib mit deinem Bauchnabel noch Richtung gestreckten Bein ausgerichtet. Heb einmal beide Arme, linke Hand kommt hinter dich. Du bringst die rechten Zehenspitzen Richtung Erde, die Fußsohle möchte gleich dahin. Rechte Hand auf dein rechtes Bein und dann über links einatmen, schiebst du dich in den Sternengucker, die Sternenguckerin Stargazer. Handfläche der rechten Hand Richtung Decke, rechte Fußsohle ist in der Erde und du öffnest Achselhöhle und Brustkorb Richtung Decke. Schiebst deine Hüften gern noch ein bisschen mehr auch Richtung Decke. Nimmst diese Öffnung im Herzraum wahr. In der gesamten Körpervorderseite. Atmest tief ein. Und ausatmend über die linke Seite kommt der rechte Arm wieder nach unten zurück. Setzt dein Po wieder auf die Erde. Und landest wieder in einem gegrätschten Sitz. Für die andere Seite. Nimmst dir deine Blöcke oder Hilfsmittel auf die Innenseite vom linken Bein. Rechte Ferse kommt in deinen Schritt. Atmest ein, hebst die Arme. Ausatmen, lehnst dich nach links, findest einen Platz für deinen linken Unterarm. Und dann krabbel nochmal mit deiner rechten Hand an deiner rechten Flanke lang, hinter deinem rechten Ohr lang, bis sich der Arm strecken kann. Und ich merke, dass diese Seite sich ganz anders anfühlt für mich als die erste. Da ist viel mehr Enge in der rechten Hüfte, im rechten unteren Rücken. Und finde auf dieser Seite deine Variante. Vielleicht faltest du wieder die Hände ineinander, sodass der rechte Ellenbogen Richtung Decke zieht und du dich auf dem unteren Ellenbogen abstützt. Vielleicht ist auch der rechte Unterarm in der Erde oder auf deinem linken Bein. Nicht der rechte Unterarm, der linke Unterarm natürlich. Noch 2, 3 Atemzüge hier. Atme aus. Nächster Einatmen, komm wieder nach oben, nimm beide Arme mit. Ausatmen, dreh dich Richtung gestrecktes Bein. Und lass beide Hände an die Außenseite von dem gestreckten Bein kommen. Vielleicht ist der Fuß, den du greifst mit der rechten Hand, vielleicht an der Wade oder am Knie. Und dann dreh dich nochmal so, dass dein Bauchnabel Richtung gestrecktes Bein ist. Sodass dein Oberkörper in eine Drehung kommt und in dieser bleibt. Und dann atme hier tief. Und während du hier bleibst, ich drehe mich wieder ein bisschen, damit ich gleich Platz habe, wenn wir in die Sternenguckerin, Stargazer oder Rockstar genannt gehen. Aber du kannst so bleiben. Noch einmal tief ein, lösend aus. Einatmend, richte dich hier wieder auf. Und bring die rechte Hand hinter dich, Fingerspitzen von dir weg. Der linke Arm kommt nach oben, linke Zehenspitzen pointen. Einatmend, heb dich hier auf dein rechtes Knie und bring die linke Fußsohle in die Erde. Und öffne Brustkorb. Lass die linke Achselhöhle, die linke Handfläche, dein Herzraum Richtung Decke zeigen. Atme tief. Bei mir ist die Wand ein bisschen im Weg. Mein Arm kann nicht so weit nach links, wie er eigentlich gerne möchte.
Und du schaust zur Decke, deine Handfläche und deine linke Achselhöhle schauen Richtung Decke. Atme noch einmal tief ein und ausatmen. Komm über die rechte Seite mit dem Arm wieder nach unten, lande auf deinem Po. Komm mit deinem Po in die Mitte deiner Matte. Stell die Füße auf, vielleicht ist da noch etwas Wärmendes, was du dir wieder überziehen möchtest. Für ein kurzes Mini-Shavasana. Einmal integrieren. Alles verarbeiten, was du in der Praxis erfahren hast. Richte dich hier nochmal auf, zieh dich an den Schienbeinen oder Knien ganz lang. Und dann ausatmen. Lass die Hände nach vorne kommen, als würdest du ein Tablett halten und roll dich Wirbel für Wirbel auf die Erde ab. Lass die Knie zum Brustkorb kommen, gib dir eine Umarmung. Vielleicht massierst du deinen unteren Rücken noch so ein bisschen aus auf der Matte. Rollst von links nach rechts. Stellst die Füße dann auf. Ziehst nochmal den Nacken lang. Bringst die Schulterblätter in die Erde. Und streckst dich aus für eine kurze Ausruhphase. Ein kurzes Shavasana. Wenn du Zeit hast, bleib hier super gerne länger liegen. Und ansonsten atme nochmal tief ein. Lösend aus. Und dann gibt es hier nichts mehr für dich zu tun. Du lässt die Kontrolle über deinen Atem los, lässt dich mit jedem Ausatmen tiefer und schwerer in die Erde unter dir sinken. Du ruhst dich aus, bis da in ein paar Momenten der Klang der Klangschale ist, der dich wieder auftauchen lässt. Und bis dahin ruhst du dich aus. Wenn du noch Zeit hast, bleib super gerne noch im Liegen und nutz diese Phase des Integrierens und Verarbeitens der Effekte der Praxis für dich. Wenn du mit mir hier enden möchtest, dann tauche langsam auf in deinem Tempo, in deinem Rhythmus. Lass dir Zeit, keine Eile. Da können tiefere Atemzüge sein, kleine Bewegungen, eigene Berührung. Vielleicht ein Räkeln, ein Strecken, eine Zwischenstation über deine Seite. Mit noch ganz geschlossenen Augen, vielleicht hast du die Augen auch schon aufgeblinzelt und orientierst dich bei dir im Raum. Wenn du hier weitergehen möchtest in deinem Tag, dann finde in deinen aufrechten Sitz. Finde nochmal diese stabile, gut geerdete Basis, wo deine Beine, Füße, deine Sitzbeinhöcker Kontakt mit der Unterlage haben. Und von dieser Basis aus lass deine Wirbelsäule sich nochmal leicht und weit nach oben schieben, als würdest du noch ein bisschen in die Länge wachsen, als würde da noch ein bisschen mehr Raum zwischen deinen Wirbeln entstehen. Nimm einmal wahr, wie du jetzt hier bist nach dieser kurzen Praxis. Wie dein Körper sich anfühlt. Wie deine Energie ist.
womit dein Geist gerade beschäftigt ist. Und ob es da eine Emotion, ein Gefühl gibt, das ganz besonders spürbar für dich gerade ist. Und dann bring hier noch einmal beide Hände auf dein Herz, sodass du dein Herz in deinen Händen hältst, es in deine Hände hineinschlagen spürst. Den sanften Druck deiner Hände auf deinem Brustkorb, auf deinem Herzen. Vielleicht sind deine Hände auch warm, dann spürst du wahrscheinlich auch die Wärme deiner Hände auf deinem Körper. Meine Finger sind gerade kalt, das heißt, ich spüre Kälte auf meinem Brustkorb. Nimm dir diesen Moment ganz bewusst, um nochmal Danke zu dir selbst zu sagen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für dich selbst auf die Matte zu kommen, um dich zu bewegen, zu atmen, dich zu spüren. Und auch Dankbarkeit dafür, dass du das Privileg hast, das einfach tun zu können. Was längst nicht selbstverständlich ist für die meisten Menschen auf der Welt. Dass du diese Wahl hast, selber für dich zu entscheiden, hey, ich komme jetzt auf meine Matte. Und dann lass uns enden mit einem tiefen gemeinsamen Einatmen und lösenden, seufzenden Ausatmen. Atme tief ein durch deine Nase. Ganz lösend aus. Wenn du es noch nicht getan hattest, blinzel gerne deine Augen auf, orientiere dich bei dir im Raum. Vielleicht ist da auch noch eine Verneigung Richtung Erde hin. Doch ich verneige mich vor dir und danke dir fürs gemeinsame Üben. Namaste. Danke, danke, danke. Und dann hab noch einen ganz wunderbaren Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Praxis machst. Ich freue mich, wenn du mir dein Like da lässt oder meinen Kanal abonnierst. Das unterstützt mich. Genauso freue ich mich auch, wenn wir in Person uns begegnen. Ganz live und real. Du findest unten drunter in der Beschreibung alle Orte, wo du mir auch in Person begegnen kannst. Und ich freue mich da sehr auf dich. Alles Liebe für dich. Lass es dir gut gehen.